Hallo! Ich wurde schon so oft jetzt gefragt, wie das bei mir alles begonnen hat, wie ich zu der Diagnose gekommen bin, was ich überhaupt habe und wie mein Weg bis jetzt war und ja, tausend Fragen. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal ein Video und erzähle euch mal, wie das bei mir so war. Ja, begonnen hat alles im Juli 2022, also fast vor einem Jahr. Bin ich bei einer Routineuntersuchung bei der Gynäkologin, ist rausgekommen, dass ich was habe. Das war so das Erste. Da ist was, eine Zyste oder man weiß nicht, aber es ist recht groß. Und dann hat die Gynäkologin die Augen zugemacht und die Hände auf meinen Bauch gelegt und hat gesagt, das gehört raus. Da stimmt was nicht, das gehört raus. Und da war bei mir dann so, okay, wenn die das sagt, weil es ist ja ganzheitliche Gynäkologin und keine, die jetzt sofort rausschneidet und Hormone gibt und was auch immer, habe ich gedacht, okay, komisch, ja, also irgendwas stimmt da nicht. Und bin dann raus und war schon so ein bisschen, also ich war überhaupt nicht panisch, aber ich habe mir gedacht, Org irgendwie, ja, was habe ich da jetzt? Und was heißt das, das muss raus? Das heißt, ich brauche eine Operation, oh Mann. Und ja, bin dann gleich ins Blutlabor. Sie hat mich da eine Überweisung geschrieben, dass ich das Blut abnehmen soll und den Tumormarker, den CA125, der wurde bestimmt und nach 2 Tagen kam das Ergebnis, dass der erhöht ist. Also der Marker sagt aus, wenn der von 0 bis 35 ist alles safe und gut, und ab 35 spricht man dann von Krebs oder Tumoren oder was auch immer. Und der Wert bei mir war das erste Mal so über 100. Und ich dachte, krass, org. Ja, bin dann von der einen Gynäkologin, die hat mich dann weitervermittelt an eine, die Expertin dafür ist, für so Eierstockkrebs und auch die selber operieren kann, weil ich ja dann gewusst habe, okay, ich muss das operieren. Bin dann zu der hin, die hat mir dann gesagt, dass sie mich gleich komplett ausräumen wollen, also die Gebärmutter rausnehmen, den Eierstock, der befallen ist, mit dem Tumor, den Tumor natürlich rausnehmen und die wollten auch den anderen Eierstock rausnehmen, der rechte, der eigentlich nichts gehabt hat. Und ich habe mich dann dagegen entschieden, ich habe gesagt, nein, ich kämpfe für meine Gebärmutter und auch für meinen rechten Eierstock und ich möchte nur das Notwendigste und dann kann man immer noch weiter schauen, ja. Und die waren natürlich, ja, nein, oh Gott, wie unvernünftig, wie dumm und bla bla bla. Und ich gesagt, nein, ich bestehe drauf. Gut, dann war die Operation, die war dann im September. Davor habe ich noch versucht, da war ich dann 1 Monat am Meer ungefähr, habe Urlaub genommen, habe mir Auszeit genommen nach der ersten Nachricht, so, oh, ich habe einen Tumor und oh, ich muss operiert werden. Bin ich dann ans Meer, 3 Wochen, fast 4 Wochen und habe wahnsinnig viel an mir gearbeitet und meditiert und visualisiert und geklopft und alles Mögliche gemacht und habe gedacht, ich krieg das weg. Ich krieg den Tumor weg und war so sicher und hatte null Angst, also wirklich so, kein Problem. Ja. Und dann komme ich zurück von dem Urlaub im September und gehe zu der Ärztin und dachte, ja, jetzt machen wir mal ein CD oder ein Ultraschall oder MR, weiß ich jetzt gar nicht mehr, was man gemacht hat, ich glaube Ultraschall. Und der wird das sicher weg sein. Und dann war ich bei der Ärztin und da war die große Enttäuschung, alles da, riesig, fett, groß, ja, gehört so dringend sofort operiert. Ja. Und da war ich am Anfang echt schon so ein bisschen fuck und traurig und enttäuscht und ich bin doch keine Heilerin und oh, was bilde ich mir ein, dass ich das kann und ich kann gar nichts und kurz Drama, Gott sei Dank dauert bei mir das Drama immer nur so 1, 2 Stunden, dann finde ich mich damit ab und dann geht es mir wieder gut und dann habe ich mich dafür entschlossen, die OP zu machen, habe halt das ausverhandelt, dass nur wirklich der Tumor rauskommt, der eine Eierstock. Bin im September irgendwann, Mitte September, operiert worden und nach 3, 4 Tagen bin ich wieder nach Hause gegangen und habe mich erholt von der OP, Gott sei Dank sehr schnell. Und habe nach 2 Wochen, hat mich die Ärztin angerufen und gesagt, es muss dringend ein Gespräch geben. Und am Freitag, dem so und so vielten, habe ich, das war 1 Tag später, glaube ich, oder 2 Tage später, bei dem Arzt, bei dem zweiten Arzt, der mich auch operiert hat. Ich bin von eben 2 Ärzten operiert worden und der Arzt eben, wo ich dann den Termin jetzt gehabt habe, ist so die Koryphäe für ein ganz großer Arzt, die Marke H und Experte, Superchirurg und so weiter und so fort. Zu dem soll ich hin. Na gut, ich gehe zu dem hin. War mir alles schon ein bisschen unsympathisch, also eher so mit Maske, keine Hand geben und so wirklich so auf ganz trocken und ja, so Chirurg. Also, das ist gemein, wenn ich das sage, aber ich habe jetzt ein paar Mal schon erlebt, dass die Chirurgen menschlich
vielleicht nicht so die ganz empathischsten sind. Aber ich möchte es nicht verallgemeinern. Aber der war so. Ich komme da rein und er sagt so, ja, es ist alles bösartig, das ist tragisch, schlimme Diagnose, meistens lebt man dazu 2 Jahre und ich muss sofort eine Radikal-OP machen, das heißt, sie schneiden mich da bis drauf auf und räumen mir alles aus, Gebärmutter, Eierstock, Bauchfell, Bauchnetz und was halt noch immer so da ist, wo sie noch was finden. Sie haben von der Milz geredet, von Darm, von was auch immer. Und danach, eine Woche danach, hat er gesagt, eine Chemotherapie, ein Zyklus von 6 bis 10 Zyklen, gleich eine Woche nach der OP und danach, dann wenn diese 6 bis 10 Zyklen vorbei sind, so nach einem Jahr, halben Jahr ungefähr, dann noch weitere Medikamente nehmen. Und für mich war das alles so, wow, what? Ja, also ich bin in die Tränen gekommen, weil ich einfach mit dem nicht gerechnet habe, wenn man dann plötzlich hört, du hast einen bösartigen Tumor, das ist jetzt noch immer so ein bisschen so, wow, ja, ich. Und ich bin da gesessen, war ein Häuflein Elend, ich habe geheult und der war noch so trocken. Ja, und ich habe dann so gefragt, ja, wie halten das die Frauen aus nach so einer Radikal-OP? Wie kann man dann nach einer Woche gleich wieder Chemo haben? Ja, wie kann dein Körper das aushalten? Und ja, das haltet man schon aus. Ich meine, manche sterben, weil sie es nicht aushalten, aber die meisten halten das eigentlich aus. Und so quasi, ich soll jetzt nicht so herumheulen. Er hat tatsächlich, das hat er nicht so gesagt, aber was er gesagt hat, ist, Sie sind nicht die Einzige, die sowas haben. Heute waren Sie schon die 4. Frau mit genau der Diagnose. Also da gibt es andere Frauen auch noch so auf die Art. Jetzt machen sie nicht so ein Theater, ja. Also war krass und ich habe echt geheult und es war schlimm und dann habe ich ihn gefragt, na, was ist, wenn ich das nicht mache, die OP? Was ist, wenn ich die Radikal-OP nicht mache? Was ist, wenn ich die Chemotherapie nicht mache? Sagt er zu mir, dann werden Sie sterben. Sie haben nur eine Chance und eigentlich auch also er hat mir direkt gesagt, ich kann mein Leben verlängern, aber das ist eigentlich unheilbar, was ich habe. Stadium 4 ist, kann man nichts machen. Außer halt noch 2 Jahre vielleicht dazu. Ja, das war recht krass und habe dann auch noch irgendwie, um euch zu zeigen, wie Ärzte sein können, was man da als wirklich Mensch, der so eine Diagnose kriegt, auch dann noch zusätzlich, wo das schon so ein Schock ist, ja, ertragen muss. Ja. Der Typ hat mir dann, das hat irgendwie 150 € gekostet, diese 10 Minuten Horrorgespräch und ich habe irgendwie 10 € oder 20 € zu wenig gehabt und gesagt, na, ob er mit der Rechnung geben kann, ob ich es nicht mit dem Bankomat zahlen kann oder eine Rechnung. Er hat gesagt, na, da zweimal um die Ecke ist ein Bankomat und hat mich dann verheulend, ja, noch wegen den 20 € wirklich 10 Minuten wohin latschen lassen, ja, dass ich dieses Geld abhebe. So viel zu den Ärzten oder zu einigen Ärzten. Na gut, ja, nach einem Tag war mir eigentlich gleich klar, ich mache das nicht. Ja. Ich habe mich dann dagegen entschieden. Ich habe der netten Ärztin, weil mit ihm wollte ich nichts mehr zu tun haben. Doch, ich habe auch zu ihm gesagt, er hat mir schon einen Operationstermin gegeben und alles, weil das alles sofort passieren muss, weil sonst, wenn ich nicht sofort operiert wäre, sterbe ich sowieso. Ich habe dann seine Sekretärin angerufen und beziehungsweise meine Assistentin hat die angerufen, weil ich wollte mit denen gar nichts mehr zu tun haben und gesagt, bitte ruft sie an und sagt den Termin ab und richte immer auch aus. Warte mal, was habe ich da gesagt irgendwie? Ich weiß nicht. Dass irgendwas, weil er halt so unfreundlich war oder so und dass ich für alle weiteren Patienten hoffe und bete, dass er ein bisschen netter ist, weil das echt krass ist, wenn man sowas hört. Hab das abgesagt, das war natürlich für meine Familie ein Schock, ja, so was, wie kannst du, bist du wahnsinnig, du wirst dann sterben und ja. Aber irgendwie haben sie mir dann doch vertraut. Ich bin dann auf eine Heilreise gegangen. Begonnen hat die Reise auf Zypern. Ich habe einfach mir irgendwas ausgesucht. Also das war so eine Spontanaktion. Ich brauche jetzt kurz mal eine Woche oder war vielleicht über eine Woche, kann mich nicht mehr erinnern, eine Woche glaube ich. Ich brauche jetzt mal kurz Abstand, ich muss das alles verdauen, ich muss jetzt mal kurz Luft durchatmen und mir überlegen, was ich mache. Und bin haben gedacht, okay, es war Oktober, glaube ich, oder so, September, Oktober. Und ich habe wohin, wo es warm ist und wo das Meer ist. Und ich dachte, oh, okay, wo ist warm jetzt noch? Wo kann ich direkt hinfliegen? Ist Zypern das? Zypern.
Und es war schon wunderbar dort. Ich habe einen wunderbaren Ort, auf einem wunderbaren Ort bin ich gelandet, habe dort eine Schamanin getroffen, die hat mit mir gearbeitet. Es ist mir alles zugefallen. Eine großartige Masseurin, die mich jeden Tag massiert hat. Und ich habe so mir richtig gut gehen lassen. Ja. Und es war, ich war jeden Tag am Meer und habe so einen ganz, ganz besonderen, schönen Platz gefunden, so einen Kraftplatz. Also wirklich, habe dort Rituale abgehalten, habe dort, ja, es war schön, habe dort viel drüber nachgedacht, warum habe ich das? Ja. Was war das, die erste Frage war so, warum habe ich das? Was will mir diese Krankheit sagen? Ja, weil das war von Anfang an klar, man wird nicht einfach nur so krank. Es ist kein so, oh, Pech gehabt, so wie es die Ärzte sagen. Es hat auch der Arzt gesagt, na, da können sie nichts machen, es passiert und man kann eigentlich eher auch nichts dagegen tun, so wie man nichts dafür kann, dass man das kriegt. Ja. Und ich habe mir gedacht, na, das fühlt sich für mich nicht richtig an. Ja. Natürlich kann man was dafür tun, dass man gesund wird. Ja. Und auch natürlich trage ich was dazu bei, ja. Und was ist es? Ja, warum habe ich diese Krankheit? Was will mir mein Körper sagen? Wo schreit? Weil für mich ist es einfach, wenn der Körper was hat, ja, das ist eigentlich nur ein Zeichen, ein Schrei der Seele. Hey, du verrätst dich oder hey, mir geht's nicht gut oder was auch immer. Also das ist ja ein Zeichen und ich wollte auf dieses Zeichen kommen. Was will mir das sagen? Ja? Und da habe ich schon einiges erforscht auf diesem Zypern-Aufenthalt. Das war echt toll und hat mir also hat mir wirklich viel gegeben. Und habe mich dort dann entschlossen, dort habe ich mich dann gleich erst entschlossen, die Operation mache ich nicht. Und ich fahre nach Amerika. Und habe durch eine Freundin von mir, die wunderbare Joy, den Tipp bekommen, fahr nach New Mexico, das ist urgeil dort. Und da ist die Robin, eine gute Freundin von mir, die ist Ärztin, die hat ein Healing Center, so eine Klinik, eine Alternative und die ist urgeil und super und gut. 2 Tage später habe ich meinen Flug gebucht, ein Airbnb gebucht und hatte schon ein Gespräch mit Robin und mit ihrem Team und wir haben halt alles ausgemacht und Blutwerte hin und her geschickt und ausgemacht, okay, ich komme in 2 Wochen und ja, haben wir das alles dann geplant. Davor bin ich aber noch, das hat sich alles wunderbar ergeben, zu einem Retreat, zu einem ganz abgespaceden Orgen 5-Tages-Seminar. Ja, das war in Kalifornien in der Nähe von San Francisco. Es war urgeil. Es war so geil, ja. Also mitten also direkt am Meer. Es war national, wie hat denn das geheißen? Monterey, oder? Ja, es war bei Camel dort in der Nähe. Ja, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Egal. Auf jeden Fall war das ein richtig krasses Seminar. Es war 5 Tage und es war also wirklich sehr, sehr intensiv. Sehr viel Breathwork und wirklich atmen, also so zum Teil 3 Stunden durchatmen, wo du wirklich denkst, du packst das nicht mehr. Das sind echt Erlebnisse, also sowas habe ich noch nie erlebt. Das waren ganz, ganz tolle Erfahrungen, die ich dort gemacht habe und bin wieder ein bisschen tiefer da rein in meine, warum habe ich das und habe wieder mehr Antworten gefunden und ja, das war schön, das war intensiv, das war anstrengend, aber es war toll und von dem bin ich mit dem Auto, nämlich das war das Coole, da bin ich zuerst in L.A. gewesen, habe meine Tochter besucht, die war gerade in L.A., in Santa Barbara mit Schulaustausch und dann habe ich die besucht, habe da 3 super Tage mit ihr gehabt und dann bin ich mit dem Auto rauf, die ganze Küstenstraße, die heißt die Number One? Also, ja, ich glaube, das heißt so. Bin ich darauf und war urgeil und war dann dort, habe das Seminar gehabt und dann bin ich von dort geflogen nach New Mexico und bin gelandet in Santa Fe und ja, das war dann urgeil, war dort 2 Wochen bei dieser Ärztin und habe Ozontherapie, also hochdosierte Ozontherapie, das heißt, wo Blut rausgenommen wird, so ungefähr 200 Milliliter angereichert wird mit Ozon, das kommt dann wieder zurück und das 10-mal. Und dann hat sie, was habe ich dort noch gehabt? Akupunktur habe ich bekommen, dann bin ich unter den Tesla-Geräten, also Tesla-Spulengeräte, die halt ganz tolle Frequenzen erzeugen. Bin ich da lang gelegen, dann in den Photonen, so ein geile, wie hat das geheißen, Photonengerät, das ist wirklich, das war so Disco. In so einem halben Kreis, wo wir eine Lichtershow, ja, wurscht, geil, was auf jeden Fall hat sie hat so abgespacede Geräte gehabt und ja,
habe ich jeden Tag meine Behandlung gehabt, von früh bis Abend. Und in der Früh war ich geil in der Wüste spazieren. Es war arschkalt, es hat minus 15 Grad gehabt, aber es war so, es hat so gut getan. Es war so, ich habe mich so gesund gefühlt und ich habe gewusst, ich schaffe das so und ich bin auf einem guten Weg und ich bin gesund. Ich habe mir gedacht, ich bin gesund und habe mich richtig gut gehabt, wahnsinnig viel Energie gehabt, bin jeden Tag mindestens 10.000 Schritte gegangen oder gelaufen, gejoggt bin ich und habe mich geil ernährt, nur Rohkost gegessen. Ich war voll in meiner Kraft und mir ist richtig gut gegangen. Gut, dann war es Anfang Dezember. Ich bin nach Hause gekommen nach fast 5 Wochen und meine Mama, die hat Eierstockkrebs gehabt und der ist es sehr schlecht gegangen. Schon bevor ich weggefahren bin nach Amerika, also die hat 2 Jahre lang mit der Krankheit, mit dem Eierstockkrebs herumgetan, hat wirklich alles, diese ganzen schulmedizinischen Weg gemacht, alles mögliche alternativ versucht. Und wie ich dann von Amerika zurückgekommen bin, ist es dann schon sehr schlecht gegangen. Wie ich weggeflogen bin, ist es schon schlecht gegangen. Dann habe ich gedacht, kann ich das machen? Und ich weiß noch, ich habe gebeten zum Himmel. Ich habe wirklich gesagt, bitte, bitte, bitte. Ich wünsche mir nur eins, und zwar ein gutes Timing. Ich wünsche mir, dass einfach sich alles irgendwie ausgeht. Ich habe gewusst, ich muss weg für mich, für meine Krankheit, weil ich eben auch eine Krankheit habe. Ich muss jetzt auf mich schauen. Ich kann jetzt von meiner Mama nicht sein, obwohl die das natürlich auch, die war schwerst krank. Ja, und wir haben schon gewusst, das ist irgendwie, das schaut nicht gut aus und das war tragisch. Es war alles wirklich sehr, sehr schlimm. Ja, und ich parallel damit der Diagnose. Also war für die ganze Familie herausfordernd. Aber ich wusste, ich muss jetzt wegfahren und ich habe ums gute Timing gebeten und es war ein, danke, wunderbares Timing, weil ich konnte in Ruhe wegfahren. Wir haben fast jeden Tag telefoniert und am Ende, die letzten 2 Tage, schon gemerkt beim Telefonieren, es geht ja nicht gut. Und ich habe auch gewusst, sie wird warten, bis ich zurückkomme. Und ich habe nie Angst gehabt, dass ich sie nicht mehr sehen werde, weil ich habe immer gewusst, das wird so sein, weil ich habe darum gebeten. Und dann bin ich zurückgekommen, bin sofort zu ihr. Ich bin angekommen am Flughafen nach einer, 23-Stunden-Reise, so New Mexico, LA, ich weiß gar nicht mehr. Bin direkt vom Flughafen Wien nach Graz gefahren, ins Krankenhaus und habe meine Mutter gesehen und das war schon sehr intensiv. Sie konnte noch reden an dem Tag, wir haben uns noch unterhalten und am nächsten Tag konnte sie nicht mehr reden. Und 4 Tage später, ich war dann nur bei ihr und mit meiner ganzen Familie. Das war sehr, sehr schön, weil wir haben eine große Familie. Ich habe viele Geschwister, 2 Brüder, eine Schwester und dann noch 2 Halbschwestern. Und wir waren alle zusammen und wir waren immer bei meiner Mutter und Tag und Nacht. Und ja, haben uns alle von ihr verabschiedet. Und dann ist sie gestorben nach 4 Tagen. Ich habe dann gespürt, wir müssen jetzt gehen. Die wird nicht sterben vor uns. Und wir gehen. Und 5 Minuten später ist sie gestorben. Und ich bin gerade gegangen und habe mich in den Flixbus gesetzt. Und dann kriege ich den Anruf, sie ist gestorben. Und ich war nach Hause und auf dem Weg von Graz nach Wien fängt es bei mir plötzlich an mit, ich kriege Bauchweh. Und so, ich bin mit Bauchweh. Irgendwie, ja. Ich dachte, okay, es war jetzt krass alles, ja. Meine Mama ist gerade gestorben, urkrass, ja. Und ja, es ist halt Bauchweh. Aber man hat nicht wirklich was gedacht. Aber am nächsten Tag dachte ich, scheiße, dieses Bauchweh ist irgendwie komisch. Stimmt irgendwas nicht. Und mir ist aber so fantastisch davor gegangen. Da bin ich halt dann irgendwie am 3. Tag dann zum Arzt gegangen. Praktischen Arzt gleich da hier bei mir in Klosterneuburg. Und der hat gesagt, sofort Ultraschall war es. Der hat mir das gleich organisiert, bin sofort zum Ultraschall. Und ja, und dann ist da rausgekommen, dass ich Wasser im Bauch habe und dass ich Metastasen habe und mein Krebs komplett explodiert ist. Und das war ein Tag vor dem Begräbnis meiner Mutter. Also ich habe, und das ist eigentlich, dass man mich nicht mehr operieren kann und dass es das quasi war, also dass man nichts mehr tun kann. Und dass ich sterbenskrank bin. Und das habe ich einen Tag erfahren, vor dem Begräbnis meiner Mama. Und ich weiß noch ganz genau, wir wollten eigentlich an dem Tag schon nach Graz fahren, weil es in Graz war, das Begräbnis.
Und ich habe noch den Arzt, der mir gedacht, ach, ich gehe noch schnell mal zum Arzt und lasse es noch schnell abklären vorher, ob das da eh nichts ist, dass es nur ein normales Bauchweh ist. Und dann erfahre ich das und komme nach Hause und habe gewusst, scheiße, jetzt kommen meine Kinder von der Schule. Und die sind eh schon voll fertig wegen dem Begräbnis der Großmutter, weil die sind ja mit ihr auch aufgewachsen. Meine Mutter war ja meine riesengroße Hilfe und hat halt mit mir, mit den Kindern geholfen, während ich gearbeitet habe, war immer für mich da. Und das war für die Kinder natürlich urkrass alles. Und dann komme ich eben vom Arzt und wusste, in einer halben Stunde kommen meine Kinder nach Hause. Und mein Mann, was mache ich jetzt? Die sind eh schon fertig wegen einem Begräbnis. Und ich dachte, ich kann ihnen das jetzt nicht sagen, das jetzt auch noch. Ja? Und dann habe ich gewusst, aber ich muss es ihnen sagen. Wir haben so ein offenes, ehrliches Verhältnis. Ich kann ihnen das nicht verschweigen. Das ist auch für mich Hölle, ja, weil ich bin gerade in einem Ausnahmezustand und habe dann auch mit eben der Joy, meiner Freundin, telefoniert und die hat mir so geholfen in dem Moment. Ich tu jetzt mit ihnen, ja. Und das hat mir Kraft gegeben, dieses Gespräch ja, haben wir mal einen fetten Joint geraucht und gesagt, okay, jetzt beruhige ich mich mal. Und dann sind die nach Hause gekommen, meine Familie. Und dann musste ich ihnen sagen, was mir der Arzt gesagt hat. Dass mein Krebs überall ist und dass man nichts mehr machen kann. Und dann mussten wir am nächsten Tag nach Graz zum Begräbnis fahren, meiner Mutter, die an Eierstockkrebs gestorben ist. Also, da ist mir echt arg gegangen. Also, das war echt, ja, aber ich hätte das ohne, also ich habe wirklich von früh bis abend THC zu mir genommen, in verschiedensten Formen. Ich hätte sonst nicht erblasen. Und ja, war krass, das Begräbnis. Und dann ist es halt bei mir ganz schnell explodiert alles. Also wirklich mit dem Tod meiner Mutter ist alles losgegangen. In Amerika ist mir noch so gut gegangen. Auch die Blutwerte waren gut. Ja? Und ich habe geglaubt, ich bin gesund, ich bin geheilt und plötzlich, BÄM! Ganz schwer krank. Alles hat sich verbreitet. Und dann ist es so rapide, schneller geworden. Meine Mutter ist gestorben am Geburtstag meines Mannes. Das war auch noch ziemlich krass. Und ich war gerade 4 Tage vorher noch in Amerika. Ja, aber ich wollte eigentlich nur sagen, zu Weihnachten ging es mir schon ganz schlimm. Ich hatte so einen Bauch wie eine Schwangere im 7. Monat, keine Ahnung, wurscht. Hatte 8 Liter Wasser im Bauch und dann hat es begonnen. Ja, und dann haben die Ärzte gesagt, Chemotherapie, ja. Und unbedingt Chemotherapie. Und ich wollte die Chemotherapie nicht, weil ich bei meiner Mutter auch gesehen habe, was die Chemotherapie mit ihr angerichtet hat. Ich habe ziemlich viel schon über die Chemotherapie an Wissen mir angeeignet. Ich habe viel gelesen, sehr viel gelesen. Und nicht nur einseitig, ich habe mich breit gefächert, wirklich erkundigt von den Ärzten, von den Schulmedizinern, von den anderen, verschiedene Studien und war da schon ziemlich eingelesen in das ganze Thema und dachte, nein, ich will keine Chemotherapie. Ich tue meinem Körper das nicht an. Ich weiß, dass ich es anders schaffe. Und dann ist es aber so schlimm geworden, dass ich nicht mehr liegen konnte, weil ich keine Luft mehr bekommen habe. Ich habe so sitzend schlafen müssen. Und das war der Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, Chemotherapie. Was soll ich machen? Ich kriege keine Luft mehr. Und dann habe ich Chemotherapie bekommen, einen Bord eingesetzt bekommen, weil meine Venen waren total im Arsch. Und das war ja auch noch, ich hatte permanent Schmerzen, also wirklich permanent Schmerzen, die ärgsten Schmerzen, die ganze Zeit Sonne im Bauch, ständig Wasser im Bauch. Also mir ging es richtig schlecht. Und dann die Chemo. Und ja, habe das dann gut hingekriegt mit der Chemo. Und habe die Chemo dann 3 Zyklen gemacht. Also immer so Chemo, 3 Wochen Pause, dann wieder Chemo, dann 3 Wochen Pause, dann wieder Chemo und das alles 3-mal. Und nach 3 Zyklen habe ich gesagt, so, ich höre jetzt auf, weil dann ging es mir wirklich viel besser, der Bauch ist zurückgegangen, man hat auch die Metastasen, man hat es richtig gespürt, man hat die gegriffen und dann hat man es nicht mehr so gegriffen und es ist alles besser geworden. Und ja, und dann war ich plötzlich operationsfähig. Dann haben sie mir gesagt, sie wollten noch mehr Chemo. Und dann habe ich mir gedacht, na, da lassen wir irgendwie lieber operieren anstatt Chemo. Und habe dann meinen wunderbaren Arzt kennengelernt, den Dr. Lahotny. Und seine Tochter, die hat mich dann operiert. Und das war die Radikal-OP, die ich am Anfang verweigert habe. Und da war dann schon auch so ein Moment, wo ich mir gedacht habe,
bereue es eigentlich, dass ich das nicht gleich im September gemacht habe. Hätte ich mir da nicht viel Leid erspart, wenn ich gleich im September diese Radikal-OP gemacht hätte, wie sie es mir empfohlen haben, hätte ich mir dann nicht viel erspart. Und dann habe ich gedacht, nein, ich habe genau diese Erfahrungen gebraucht. Wäre das nicht alles so gewesen, hätte ich niemals den Dr. Lachotny kennengelernt, niemals die Ozontherapie, niemals diese Erfahrungen gesammelt, die ich halt gesammelt habe auf meiner Zypernreise, auf meiner Reise nach Amerika, wo ich immer mehr auch zu mir gereist bin, ja, oder immer mich mehr zu mir bewegt habe. Und ja, ich habe es nicht bereut. Und das war, das ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für diese radikale OP. Hab die OP gemacht. Ja, war ziemlich schlimm. Sie haben mir alles rausgeräumt. Bauchnetz, Bauchfell, Eierstock, bla bla bla, Gebärmutter. 20 cm vom Darm, vom Dickdarm, das letzte Stück, ich glaube, das heißt Sigma. Ja, ich glaube, so heißt das. Was haben sie mir noch rausgenommen? Ja, Bauchfell, Bauchnetz, Dickdarm, Tumore, ja, whatever. Raus. Und danach haben sie wieder gesagt, unbedingt Chemo. Und das haben sie mir wieder auf eine Art und Weise gesagt. Sie haben mir gesagt, wenn ich die Chemo nicht mache, es ist ja jetzt noch immer katastrophal, da hat man endlich mal die OP hinter sich. Ja? Denkt man sich, okay, das war die Hölle. 8 Stunden bin ich operiert worden. Ja? Aufgeschnitten, alles ist raus. Ich habe lauter Drainagen gehabt, Zecke, Katheter, also es war wirklich grauenhaft. Ja. Dann hat man das endlich, geht es einem besser und dann sagen die Ärzte die ganze Zeit nur, na, noch lange nicht über den Berg und nein und also, schaut schlecht aus und denkst du, what the fuck? Ich meine, was habe ich das alles gemacht und schaut es nicht schlecht aus, ja? Ja, und dann nur wieder Chemo und dann haben sie wieder gesagt, wenn ich die Chemotherapie, das haben sie mir ins Gesicht gesagt, wenn ich die Chemotherapie nicht mache, werde ich sterben. Und sie sagt, nein, ich sterbe nicht, ja, ich schaffe das sicher so. Und ich gesagt, doch, dann sind sie tot. Ja, das haben sie mir gesagt und das haben sie mir schon mehrere Ärzte gesagt. Also die sagen dir, das Bein hat ins Gesicht. Ich denke mir, ja, ich werde sterben, wie du auch sterben wirst. Wir alle sterben irgendwann, ja. Aber du kannst nicht wissen, wann ich sterbe. Niemand kann das wissen. Du vor allem nicht. Niemand kann mir das sagen. Und niemand sollte das sagen. Weil wenn das wer sagt, ja, wenn er sagt, du stirbst, ja. Und wenn das wer glaubt, dann wird man auch wirklich sterben, wenn man glaubt, ich stirb, okay, da rechnet man damit und dann wird es so sein. Und das finde ich so schlimm und so krass und so unverantwortlich und scheiße. Aber gut, muss man tough sein, muss man sehr tough sein. Ich bin sehr tough, nicht immer, aber ja, brutal, wenn man das hört. Na gut, auf jeden Fall, Stand der Dinge ist, die Chemo habe ich dankend abgesagt und mache jetzt keine Chemo, auch wenn sie mir sicher 5-mal gesagt haben, dann werde ich sterben. Ich fühle mich sehr lebendig, mir geht es sehr gut. Ich mache 3-mal in der Woche hochdosierte Ozontherapie, also das mit dem Blut raus, anreichern, Blut rein, in wirklich hoher Dosis. Eine Dosis, was wirklich schon ja, sehr hoch ist. Dazu kriege ich dann immer noch Vitamin C hochdosiertes, also auch in einer sehr hohen Dosis, 75 Gramm. Dann kriege ich Kurkumin, immer abwechselnd. Mein Arzt, der ist so wunderbar, der testet immer aus, was brauche ich noch zusätzlich. Ist es diesmal Kurkumin, ist es Vitamin C, ist es, was haben wir noch, den Beifuß, ja. Und das mache ich jetzt und mir geht es sehr gut. Ich habe viel Energie, ich gehe jeden Tag sehr viel spazieren, ich bin fit, ich schaue auch nicht krank aus. Also die Leute sagen alle, die mich sehen, oh, du schaust ja urgesund aus. Und ich, ja, danke. Also ich fühle mich gesund, mir geht's gut und trotzdem natürlich gibt es Momente, wo ich dann auch Angst kriege, ja, weil wenn man dann durch meinen Darm, den sie mir rausgeschnitten haben, das ist eigentlich das Unangenehmste, also sonst, bis auf das, geht es mir wirklich gut, durch dieses Darmstück, was ich verloren habe, dieses Endstück, ja, muss ich 10 bis 20 Mal sitze ich am Klo und scheiße.
Und es ist ziemlich ungut und ziemlich uncool, ja, weil wenn du 20 Mal aufs Klo musst, ja, kannst du dich ja fast nicht hinbewegen, ja, weil und dann aber dringend eine Toilette brauchst, boah, wird das krass, ja. Und ich habe mir gedacht, bevor ich mich da jetzt einschränken lasse, ja, und nirgends mehr hingehe und nur mehr zu Hause bin, ähm, finde ich da irgendwie einen Weg und habe dann immer einfach schon mein Klopapier mitgehabt, ein Sackerl, ich war ja viel in der Natur und hab mich einfach in die Natur gesetzt, ja, oder also krasse Momente, ja, wenn du im Auto sitzt und du denkst, du kannst nicht mehr und es ist keine Tankstelle, musst du am Bahnstreifen stehen bleiben, ja, also es ist echt krass, ja, nicht angenehm. Ähm, aber ja, bis auf das geht es mir sehr gut, ja. Aber was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Vielleicht soll ich mal was trinken. Wasser trinken, ganz wichtig. Ich trinke 3 Liter Wasser am Tag. Gutes Wasser. Also ein gutes Wasser. Ja. Und natürlich, ja, die Angst, würde ich sagen. Wenn man dann eben so einen Tag hat, wo man 20 Mal im Häusl sitzt und sich echt schon denkt, so, fuck, ich kann nicht mehr. Ja, und schwach ist und dann vielleicht nicht schlafen kann, weil man auch dauernd auf die Toilette muss und schon echt schon ein bisschen durch ist, dann wird man auch mental, kann es einem leichter erwischen, ja, dass man da so in ein Tief geratet. Und da habe ich dann auch natürlich Momente, wo ich dann Angst kriege plötzlich, ja. Und wo ich mir denke, scheiße, weil jetzt zum Beispiel habe ich so, mir tut meine Narbe weh oder mein Bauch, ich habe Schmerzen, ja. Und natürlich kommen dann die Gedanken, fuck, wenn es wieder losgeht, wenn es wieder schlimm ist und dann so negative Gedanken. Und das hatte ich jetzt die letzten Tage und das ist sehr unangenehm für mich vor allem, weil ich kenne das so nicht so. Ich bin nicht so ein negativer Mensch und wenn es mich dann mal so hat, ja, dann ist es so, oh krass, ja, so, das ist mir unangenehm, ja, das negative Denken. Aber ich kann in dem Moment auch irgendwie nicht anders. Und ja, das war jetzt so, ich versuche das einfach wirklich auch so zu nehmen, okay, das ist jetzt so, was soll ich machen? Ich denke jetzt mal negativ und jetzt habe ich auch mal Angst und habe es eher akzeptiert, aber trotzdem, ach, das ist eigentlich scheiße, wenn man sich so fühlt. Und ich weiß ja auch, man kann sich anders fühlen, man muss sich nur dafür entscheiden, ja. Und man muss aktiv was dafür tun, man muss es wollen. Aber man kann es ändern, man kann alles ändern, ja. Und ja, das Wissen, das ist gut und das gibt Hoffnung. Und das sind dann auch wieder dann die Momente, wo ich dann wieder aus der Angst rauskomme und in meine Kraft komme. Und ja, also im Moment ist der Stand, dass ich eben regelmäßig meinen Tumormarker teste, aber also mein Blut abnehme. Aber das finde ich mittlerweile ziemlich bescheuert, weil der sagt eigentlich wenig aus, der Tumormarker. Und da kriegt man nur Angst. Ja, wenn der dann mal ein bisschen steigt, was normal ist, dass der schwankt. Ja. Ich hatte 179, also mein Tumormarker war schon mal auf 3000, also krass hoch. Und jetzt ist er dann so auf 178 und dann war er wieder auf 300 und dann denke ich, oh mein Gott, ja, ich bin ja eh cool, aber trotzdem irgendwie, ja, schwingt das schon so ein bisschen so mit, so, es ist gestiegen, scheiße, fuck, mache ich eh schon so viel Ozon und so weiter und so fort. Ja, deshalb gar nicht so oft Tumormarker testen, man sagt eh nichts. Also wie gesagt, Schwankungen sind da ganz normal und da habe ich auch schon aber da mache ich eine eigene Story dazu. Echt krasse Geschichten erlebt mit dem Tumormarker. Auf jeden Fall, ja, ich schaue jetzt einfach weiter und nächste Woche fahre ich nach Deutschland. Irgendwo, es heißt Steinhuder Meer, das klingt schön. Ich weiß nicht, wie es ist, keine Ahnung. Ich war dorthin zu einem wunderbaren Arzt, den ich entdeckt habe und mir das nicht durch Zufall, Blödsinn, vom Himmel gefallen ist. Ich habe so darum gebeten, dass das Richtige mir zufällt und keine Ahnung, ob es das Richtige ist, aber es ist mir zugefallen und ich schnappe es mir und probiere es aus. Ich fahre jetzt eine Woche auf Kur nach Deutschland zu einem guten Arzt, der ein sehr guter Diagnostiker ist und der mir Blut abnimmt, Stuhl und so weiter, alles mal in Labore schickt und dann schaut, was gezielt für mich oder mir am besten helfen würde. Und ja, dann kriege ich dort Behandlungen, chill ein bisschen an dem See und dem Meer. Ich glaube, es ist ein ziemlicher Tümpel, aber egal. Ja, also so ist mein Stand der Dinge. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich habe jetzt im August
ist auch was Geiles. Da bin ich 7 Tage bei Joe Dispenza. Auf das freue ich mich schon sehr. Das wird mir auch sehr gut tun, weil ich merke, das Körperliche ist das ist ein wichtiger Punkt, ja, dass man den Körper unterstützt und das Immunsystem unterstützt, damit er die Krankheit bekämpfen kann oder besiegen kann oder halt erledigen kann oder wie man auch immer sagt. Das ist wichtig, aber es ist auch wichtig, dass man mental arbeitet, ja, und energetisch arbeitet und mit all den Frequenzen arbeitet und mit all diesem Universum arbeitet, weil da ist noch so viel mehr. Und das kann so viel helfen und so unterstützen und auch schauen, okay, was sind meine Themen oder was ist noch aufzulösen oder all diese Dinge muss man auch machen. Nur eine Pille zu schlucken oder eine Chemo zu machen und dann sagen, okay, macht's, ich lege meine Krankheit oder mein Leben eigentlich in eure Hände. Nein, das mache ich nicht. Ja, also das finde ich nicht gut. Das ist nicht mein Weg. Ja, ich versuche das halt ganzheitlich anzugehen. Oh krass, jetzt will der Regen jetzt voll laut. Ich hoffe, man hört das nicht zu laut. Ja, also, ich halte euch auf dem Laufenden, meine